Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Und heute dreht sich alles um FC Bayern München. Und zwar, um genau zu sein, um die Trikots. Und zwar bin ich seit circa, weiß ich nicht, 90er Jahre Kind und bin seitdem Fan von Bayern München. Ich würde sagen, ungefähr 92, 93. Ich denke mal, so die Europameisterschaft 1996 habe ich als erstes, ja, Deutschland so als erstes großes Turnier wahrgenommen. Und ich habe mal alle meine Trikots rausgeholt, die ich in dem Zeitpunkt gesammelt habe. Also jetzt seit über 25 Jahren quasi Trikots gesammelt und das erste Trikot, was ich euch nachher zeigen werde, ist vom Jahre 1996. Da hat sogar noch Lothar Matthäus quasi mit so einem Trikot gespielt. Und ja, ich hoffe, euch gefällt das Video. Gerne einen Daumen da lassen und ein Abo da lassen, wenn ihr mehr von meinem Kanal sehen wollt. Also, wir starten rein in meine Trikotsammlung. Über 25 Jahre FC Bayern München Fans. Und los geht's. So, also wir haben jetzt hier das erste Trikot und zwar 1996, 97. Ich hoffe, ihr könnt das alles so schön sehen hier. Das ist die Vorderseite und wie ich schon gerade angekündigt habe, da drin hat auch noch Lothar Matthäus gespielt und auf der Rückseite Mario Basler mit der Nummer 14. Was gibt es noch Besonderes zu sagen? 2000, wir kommen noch nicht in den 2000ern. 1996, 97 hatte man schon so ein schönes Badge hier. Ich hoffe, ihr könnt das alles sehen. Und ja, hier unten auch schon reingestickt. Ich muss sagen, das Trikot im Allgemeinen hat auch eine gute Qualität. Damals die Trikots wahrscheinlich auch noch bessere Qualität als heutzutage. Also vom Stoff her fühlt sich das viel, viel, viel dicker an. Und ja, fand ich natürlich mein erstes Trikot, was ich mir selbst mal gekauft habe. 1996. Ich glaube, ich habe es mir aber später erst gekauft. Ich glaube, ich habe es mir damals dann mal über eBay gekauft. Weiß ich noch nicht ganz. Auf jeden Fall, kleine Notizen habe ich gemacht. Damals gab es ja die Trikots auch noch, die haben ja mal über mehrere Jahre mit den Trikots gespielt. Und ich habe ja aufgeschrieben, 96, 97 in der Saison und 97, 98 das Home-Trikot. Also, was sie als Heimtrikot benutzt haben. Dieses schöne Schmuckstück. Mal gucken. Ich werde es mal hier ein bisschen weitergehen. So im Ganzen und ja, Mario Basler mit der 14 habt ihr schon gesehen. Was habe ich noch aufgeschrieben? Markus Babbel, Thomas Helmer und Jürgen Klinsmann. Rizzitelli, wenn ihr noch jemand kennt, auch noch mit diesem tollen Trikot dabei. Und wir gehen jetzt rüber ins nächste Trikot. So, wir überspringen jetzt ein paar Jahre und zwar ins Jahre 2001, 2002. Das Heimtrikot vom FC Bayern München sah so aus. Ich habe immer gedacht, dass es mein ältestes Trikot ist, was ich habe, aber ich denke mal, hier werde ich schon so ein bisschen mehr angefangen haben zu sammeln. Und ja, das ist das Trikot 2001, 2002 Heimtrikot. Auf der Rückseite nichts drauf gewesen. Haben wir hier irgendwas Besonderes? Ich denke mal ja nicht. Das Badge ist hier ganz normal raufgestickt. Guck mal, könnt ihr da sehen. Hier vielleicht noch die Dinger, wie die Werbedinger von Opel war es ja damals noch. Die haben richtig schön noch einen richtig schönen Aufdruck, wenn man hier mal so guckt. Könnt ihr vielleicht sehen, das ist noch richtig dick aufgetragen hier. Also da hat man sich noch ein bisschen mehr Mühe gemacht. Ansonsten natürlich auch hier der Name schön dick aufgetragen. Also da war es noch die Beflockung noch ein bisschen anders. Und das habe ich mir aufgeschrieben. Hier mit dem Trikot hier haben noch Spieler gespielt wie Lisa Razou, die Kovac-Brüder, Robert und Nico. Kennen wir ja auch alle bestimmt noch. Dann Owen Hargreaves, Mehmet Scholl, Giovanni Elba, einer meiner Lieblingsspieler übrigens von den vergangenen Teams. Und Roque Santa Cruz, wer kennt den nicht noch? Ich, Roque, hat hier auch schon mitgespielt. Also das schöne Trikot 2001, 2002 Heimtrikot. Und ja, ich würde sagen, wir steigen rein ins nächste Trikot. So, wir springen rein in die Saison 2002, 2003 plus 2003 und 2004, also da auch doppelt benutzt für die 2 Jahre. Und zwar ist es das Champions League Trikot und das ist dieses kleine Schmuckstück hier. Und zwar genau Champions League Trikot hier damals auch schon die Badges mit drauf gewesen. Einmal hier für die Champions League Siege und auf der Seite hier das Badge. Na, kann man es besser machen? Ja. Und zwar hier Champions League. Und das ist die Vorderseite. Ich kann mich auch noch erinnern, Michael Ballack damals noch mit solchen Trikot rumgelaufen ist. Und hier hatte ich C. Roberto.
nach Giovanni Elber auch der nächste Brasilianer, den ich super toll fand. C. Roberto auch immer topfit gewesen. Der hat jetzt, glaube ich, auch noch mit 54, 56 oder sowas, ich glaube, in der brasilianischen Liga gespielt und alles Stahlkörper noch gewesen. Also, wer ihn kennt, auch gerne mal Daumen hoch. Ihr könnt auch generell, wenn ihr irgendwas habt, unten in die Kommentare mal reinschreiben, welches Trikot ihr am besten fandet. Von den ganzen, die ich euch zeigen werde. Und schreibt einfach mal rein, welches Trikot ihr denn noch habt. Vielleicht habt ihr eine viel größere Sammlung. Ich will nicht sagen, ich habe die größte Sammlung. Ich habe auch ein paar Jahre gestoppt zu sammeln. Und ich habe jetzt gezählt, glaube ich, 17, 18 Trikots und noch ein paar von diesen Training-Shirts hier, die ich auch sehr super finde. Da noch zu dem später noch, Thema noch etwas später. Aber wie gesagt, hier das Schmuckstück aus 2002, 2003 und 2003 und 2004 Champions League. Und das habe ich mir aufgeschrieben. Jens Jeremies, auch noch damals unsere kleine Kampfsau gewesen. Michael Ballack, Schweinsteiger und Claudio Pizarro haben mit diesem Trikot Fußball gespielt. Also, rein ins nächste Trikot. So, wir springen jetzt ins Jahr 2004, 2005 und 2005, 2006, also auch wieder 2 Saisons hintereinander. Das Champions League-Trikot damals vom FC Bayern München. Und hier leider die Rückennummer schon ein bisschen ausgeglichen. Roy Mackay mit der Nummer 10, wie ihr noch alle wisst, das schnellste Champions League-Tor, geschossen gegen Real Madrid damals. Und hier auch wieder die Badges an der Seite mit der Champions League und hier auf der anderen Seite das Badge. So. Hier rüber. Also hier 2004 bis 2006 dieses schöne Trikot benutzt. Und was habe ich mal aufgeschrieben? Mal ein paar Namen, die man vielleicht nicht mehr so kennt, aber die mal für Bayern München gespielt haben. Und zwar Thorsten Frings, dann Sebastian Deisler, das vergessene Talent so ein bisschen, Hasan Salihamidzic und Roy Mackay haben wir ja hier hinten drauf gehabt. Roy Mackay, der Niederländer, auch richtig guter Spieler gewesen. Und schreibt mal rein, wer kennt ihn noch? Roy Mackay. Wer hat denn noch Spiele gesehen von Roy Mackay? Das würde mich auch mal interessieren. Also, das Champions League-Trikot und wir gehen rein ins nächste. Ja, also irgendwie habe ich in den Jahren gerne Champions League-Trikots gesammelt, weil das nächste ist wieder ein Champions League-Trikot 2006, 2007 und zwar dieses schöne Schmuckstück hier im Weinrot gehalten, so ein bisschen untypischer, weil das Rot halt nicht typisch für den FC Bayern München war, aber die hatten halt, wie gesagt, mal ein paar Jahre auch ein bisschen Weinrot mit drin. So, da war dieser Kragen mit dabei. Um ehrlich zu sein, mag ich nicht unbedingt Trikots mit diesem Kragen, aber ich habe es mir damals geholt, weil man hier auch sieht, mit der Rückennummer 31 damals noch Schweinsteiger. Auch ein schönes Trikot. Das habe ich auch zum Glück auch ein bisschen gepflegt. Wie gesagt, manche Trikots, da ist leider auch so ein bisschen die Rückennummer abgegangen. Und auch hier wieder das Champions League Badge an der Seite mit der 4. Und habe ich vorhin, glaube ich, noch gar nicht gesagt gehabt. Ne? Früher hatte die Trikots ja auch noch gar keine Sternchen und ich müsste gucken, ich glaube, das ist das, nein, das davor war es schon. Davor das Trikot, was schon andersrum, was schon Sterne hier auf der Brust hat. Die 2 Champions League Trikots jetzt quasi 2006, 2007. Und zwar habe ich mir noch einen Namen notiert, Lucio Hummels, Mats Hummels, wer ihn nicht mehr kennt, ich denke mal schon, er ist ja auch noch aktiv. Dann Van Bommel und Lukas Podolski. Auch damals in diesem schönen Trikot, wie gesagt, mit der 31. Bastian Schweinsteiger war wahrscheinlich auch denn damals schon mein Lieblingsspieler zu dem Zeitpunkt. Also auch hier wieder ein schönes Trikot. Hatten wir hier noch ein paar Besonderheiten. Manchmal oder irgendwann haben die Bayern ja angefangen, hier in den Kragen und sowas schöne Sachen reinzusticken sozusagen. Aber hier noch nicht der Fall. Und ja, ich würde sagen, gehen wir rein ins nächste Trikot. Ja, und zwar ist es wieder ein Trikot. Und zwar aus dem Jahre 2008, 2009. Champions League Trikot. Zu diesem Zeitpunkt. Ich gehe mal ein bisschen nach hinten. Das ein weißes Champions League Trikot. Und hier sehe ich jetzt nämlich gerade im Kragen, nämlich schon ein bisschen eingestickt, FC Bayern. Da hat es dann so ein bisschen angefangen, ein bisschen moderner zu werden. Man sieht auch hier schon 4 Sterne eingestickt für die Meisterschaften, die man damals gewonnen hat. Und auch hier wieder mit den 4 Siegen für die Champions League
Und auf der anderen Seite wieder das Badge mit dem Champions League Logo, so kann man es besser sehen. Genau, und hier auch leider ein bisschen kaputt gegangen. Also, wenn ihr so eine Trikots habt, hier mit der 7 Ribéry und Robben haben in der Saison nämlich schon bei Bayern angefangen zu zaubern. Also, wenn ihr so eine Trikots habt, niemals mit Weichspüler waschen und immer andersherum. Also einfach mal einmal rummachen und dann in die Waschmaschine und nicht zu warm waschen. Also da macht mittlerweile ja FC Bayern München, wenn man so eine Sachen kauft, auch immer so ein kleines Zettelchen rein. Ja, ich werde wahrscheinlich in meinen jungen Jahren vergessen haben, dass man so eine Sache nicht mit Weichspüler waschen soll. Ich denke mal, wird es einige bei euch passiert sein, aber auch hier so ein schönes Schmuckstück mit Ribéry, wie gesagt, Robben in dem Jahr auch schon mit dabei. Und hier hat man noch unten schon von Adidas so ein Ding mit, wo kann man es sehen? Ja, so mit eingestickt. Also hier schon ein bisschen, Klimacool war auch schon mit drauf. Also hier schon ein bisschen, ja, ein bisschen hochwertiger, würde ich jetzt sagen. Und hier wollte ich euch noch zeigen, das Eingestickte. Da FC Bayern, da haben sie dann schon angefangen, schöne Sachen reinzusticken. Ja, und in diesem Jahr 2008, 2009 haben Spieler auf dem Feld gestanden wie Daniel van Beuten, Tim Borowski, Luca Toni, kennt noch jeder, ne? Und Landon Donovan, der US-Amerikaner. Und ja, ich würde sagen, wir gehen rein ins nächste. Ja, und wir springen ein paar Jahre nach vorne. Und zwar 2010, 2011, auch wieder Champions League. Es wird dunkler jetzt. Und auch hier wieder FC Bayern hinten eingestickt. Und gerade eben hatten wir Ribéry gesehen. Und jetzt ist es die andere Seite. Arjen Robben mit der Nummer 10. Wir wissen alle noch unsere Flügelzange. Arjen Robben und Franck Ribéry. Einer links, einer rechts. Was haben die nicht alles gezaubert? Auch hier wieder die 4 mit drauf. Und die andere Seite, das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesehen, das Badge. Und natürlich eingestickt hier bei Robben FCB. Also da auch sehr, sehr schön gemacht. Wie gesagt, auch hier wieder ein bisschen kaputt gegangen. Leider, hier hat man auch schon relativ schön gemacht, wenn man es sieht. Da unten bei der Nummer das FC Bayern München Logo mit reingemacht. Das sind eigentlich so kleine Sachen, die auffallen, dass es mal ein bisschen anders ist und ein bisschen schicker. Also auch hier wieder relativ schick. Champions League finde ich sowieso irgendwie komischerweise in den Jahren, deswegen habe ich es wahrscheinlich auch gekauft gehabt, dass ich die alle ein bisschen besser fand und nicht immer nur dieses rote oder ein weißes Trikot. Da gab es auch noch 1000 andere Trikots, die ich wahrscheinlich gut fand, aber dadurch, dass die ja vom Preis ja auch ein bisschen höherwertig sind, konnte ich mir auch nicht mal alle leisten. Und ich habe mir dann wirklich immer die ausgesucht, die ich auch wirklich viel getragen habe. Ich sehe ja auch hier muss ich auch viel getragen haben, selbst beim Fußballspielen wahrscheinlich. Und ja, hier hatten wir die Nummer 10, Arjen Robben. Habe aufgeschrieben, Philipp Lahm, im Team damals 2010, 2011. Dann Miroslav Klose, Hamid Altintop, Mario Gomez und Ivica Olic. Die haben in diesen schönen Trikots gezaubert und wir gehen rein ins nächste Trikot. So, wir bleiben im gleichen Jahr 2010, 2011 und da habe ich mir das Heimtrikot auch gekauft. Ich denke mal, weil es einfach schick aussah und ja, wenn ihr die Trikotnummer seht, dann werdet ihr auch wissen wahrscheinlich warum. Und ich denke mal auch, ihr seht es wahrscheinlich schon hier im Kragen auch richtig schön eingestickt, so ein bisschen was. Warte mal, ist das eingestickt? Ich muss gleich mal selbst gucken. Ja, es ist schon so ein bisschen extra gemacht. Aber das ist natürlich ein schöneres Trikot gewesen. Und ich zeige es mal hier im Vollen und Ganzen. Gehen wir ein bisschen zurück hier. Und natürlich jetzt mit der Rückennummer 25, Thomas Müller. Ja, das müsste dann wahrscheinlich auch das Anfangs- oder beziehungsweise nicht das Anfangsjahr gewesen sein von Thomas Müller, aber so die ersten Trikots von ihm. Und hier habe ich auch schon einen anderen Badge drauf, weil es ja halt auch Bundesliga gewonnen ist. Und da haben sie das Jahr zuvor, oh Gott, muss ich mal richtig zeigen. So, Bundesliga Deutscher Meister 2009, 2010. Also das ist vom Vorjahr quasi Meister geworden. Und ja, ich finde es schick, 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 schick. So sieht man es mal von der Rückseite. Auch nochmal da die Bayern-Logos mit drauf. Und ich wollte euch zeigen, hier auch nochmal FCB mit drauf gestickt. So. Und von innen auch, wie gesagt, ganz, ganz schick hier. Was steht der? Bayern München Legenden und Loyalität.
Also das auch, ja, richtig schön gemacht. Und wie gesagt, das Heimtrikot 2010, 2011 und die Spieler, die da mitgespielt haben, habe ich euch ja schon gesagt. Wie gesagt, nochmal Thomas Müller hier mit dabei gewesen. Also ein echtes Schmuckstück. Sehr, sehr schön. Und hier auch nochmal unten so ein kleines Badge mit dran von Adidas, jetzt nicht so erwähnenswert, aber man kann es ja ruhig mal zeigen. Ne? Also da sehr, sehr schick. Wir gehen rein ins nächste Trikot. So, wir springen ein Jahr nach vorne und 2011, 2012 plus 12 und 13 das Heimtrikot der Bayern und zwar auch wieder ein sehr, sehr schönes und zwar rot mit goldenen Streifen und goldenen Nummer. Ich halte es mal hier so ein bisschen hier rein, genau. Auch dort wieder der Meister-Badge mit drauf und hier die Nummer 27, David Alaba. Wir kennen ja auch noch alle, ich kann auch gleich mal hinten zeigen. Auch da wieder an der Nummer schön gemacht. Das FC Bayern Emblem mit drinne. Hier das Badge für 50 Jahre Bundesliga. Und auf der anderen Seite ist nichts mit drauf. Haben wir noch was Schickes hier in drinne. Ich glaube dann auch das erste Mal den Spruch Mir San Mir. Ich hoffe, ihr könnt es andersrum. Na, ich mache es mal weiter weg. So. Mir San Mir. So. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Und hinten auch nochmal raufgestrickt Rekordmeister innen drinne. Und hier haben wir auch schon die 4 Sterne mit drauf. Und ja, das ist die Saison 2011, 12 plus 12, 13. Das war das Heimtrikot, auch da 2 Jahre lang benutzt mit der Nummer 27 David Alaba. Und haben wir noch aufgeschrieben, und zwar im Tor damals Hans-Jörg Butt, Holger Badstuber, Emre Can, ja noch aktiv, Toni Kroos, Ribéry und Robben quasi auch im Team und haben mit diesem tollen Trikot gespielt. Weiter geht's mit dem nächsten Trikot. Ja, und zwar haben wir jetzt wieder ein Heimtrikot und zwar aus dem Jahre 13, 14 und da das ganz Besondere, ihr seht es wahrscheinlich schon, denn hier vorne drauf Weltpokalsieger und ein Jahr drauf natürlich Weltpokalsieger Besieger St. Pauli, wenn die einigen das noch wissen. Ich komme mal ein bisschen nach vorne, dann kann ich euch das ein bisschen zeigen. Auch hier ein schönes Badge mit drauf. FIFA, mach's mal so, FIFA 2013 World Champions Weltpokal gewonnen, die Bayern. Und was habe ich mir noch hier drauf machen lassen? Hier war noch ein anderes Badge. Und zwar, auch sehr schön, Bundesliga Deutscher Meister 12-13, also ein Jahr zuvor. Und hinten mit der Nummer 6 Thiago. Wir kennen ihn auch noch alle. Er hat auch immer schön gezaubert. Thiago. Und haben wir hier noch was Besonderes hinten? Ah ja, leider auch hier wieder die Nummer ein bisschen kaputt gegangen. Hier auch nochmal Mir Samir mit drauf. Und ansonsten auch ein schönes Schmuckstück hier. Nichts weiter sonst drauf. Und hier habe ich mir aufgeschrieben, wie gesagt, die Weltpokal gewonnen in diesem Jahr gegen Rayo Casablanca damals 2-0. Mario Götze hat gespielt, Mario Mandzukic, Heuberg und Rafinha. Rafinha ja auch noch immer mit dem FC Bayern sehr verbunden und ist auch öfter bei Spielen dabei. Und wenn es um irgendwelche Oktoberfest ist er auch immer mit dabei, war ja auch so ein kleines Partybeast. Und ja, gehen wir mal ins nächste Trikot rein. Wir bleiben im gleichen Jahr 2013, 2014 und zwar das Auswärtstrikot, damals im Weiß und im Grünen. So ein bisschen erinnert es auch an die Wiesentrikots und ich glaube, ich habe es mir auch deswegen geholt, weil es auch wieder hier sehr, sehr schön ist und ich glaube, das war auch das letzte Jahr von dem, der da hinten mit drauf ist. Also hier FC Bayern und hinten Claudio Pizarro mit der Nummer 14. 14 ist ja sowieso meine Lieblingszahl, weil ich einen 14. Geburtstag habe. Und hier haben wir noch als Besonderheit wieder Bundesliga-Badge 2012-13. Und wie gesagt, Claudio Pizarro mit der Nummer 14. Und hier auch wieder reingestickt in den Kragen Mehr San Mehr. Und ja, Claudio Pizarro auch einer meiner Lieblinge gewesen damals.
Und müsste ich aber nachher mal gucken, wann er aufgehört hat. Ich denke mal, das war das letzte Jahr mit Claudio Pizarro. Er ist damals ja nochmal zurückgekommen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ja, das gleiche Jahr, also 12, 13 und gehen wir rüber ins nächste Trikot. So, und wir haben jetzt ein Trikot aus dem Jahre 2014, 2015, Auswärtstrikot. Fand ich damals auch sehr, sehr schick. Mit den Streifen war ja auch ein bisschen unüblich. War auch mit Blau mit drinne und mit dem Grau hier hat man dann so ein bisschen weitergeführt die anderen Jahre, also mit ein paar anderen Mustern und sowas alles. Und hier hinten auch unser ehemaliger Goalgetter Robert Lewandowski mit der Nummer 9. Und auch hier natürlich wieder das Badge mit drauf. Das lässt sich immer manchmal so ein bisschen blöd machen. Deutscher Meister 2013, 2014. Und auf der anderen Seite habe ich nichts drauf. Wie gesagt, hier nochmal groß zu sehen, FC Bayern München. Auch da wieder in der neuen unten das Bayern-Lego mit drinne. Und das Mir Samir hat man dann, ich glaube, ab da dann auch schon in den Jahren oft mit drauf gemacht. Und hier nochmal von nah gesehen das Bayern-Logo, 4 Sterne, das T für die Telekom. Was ich damals ein bisschen schade fand, also bei dem geht es hier noch, bei dem Trikot, aber ich fand es manchmal ein bisschen schade, dass die Werbepartner so ein bisschen so, ja, so plump drauf gemacht worden sind und teilweise dann auch abgegangen sind. Aber hier ist noch richtig, richtig schönes Trikot. Da habe ich ja noch wieder aufgepasst. Bei dem anderen, da habe ich ja wirklich einmal versehentlich falsch gewaschen und hier richtig schön aufgepasst. Und ja, Robert Lewandowski, auch jahrelanger Go-Getter bei den Bayern, unser Nachfolger Ken, macht es natürlich auch besser quasi und hat ja schon einen nach den anderen an Rekorden gebrochen. Und trotzdem denke ich mal, Lewandowski ja bei Barcelona noch unter Vertrag, haben wir eine gute Zeit und gute Erinnerung. Und dann habe ich gesehen, es ist nämlich von 2014, 2015, also 10 Jahre, ja, vor 10 Jahren das letzte Trikot, was ich jetzt gekauft habe. Und da war erstmal so ein bisschen Pause und ich habe dann gedacht, warum habe ich mir in der Zwischenzeit ja keine Trikots gekauft? Und dann ist mir eingefallen, genau, 2014, 2015 habe ich meine jetzige Frau kennengelernt. Also, aber es ist Fun Fact. Es ist keine böse Sache oder sowas. Auf jeden Fall habe ich meine jetzige Frau kennengelernt und komischerweise habe ich dann aufgehört, ja, Sachen zu kaufen, die von Bayern München waren. Wahrscheinlich andere Prioritäten. Wir haben ein bisschen mehr Urlaub gemacht und sonst was. Und ja, man setzt ja seine Prioritäten anders. Fußball habe ich natürlich weiterhin geguckt und ich habe auch weiterhin den FC Bayern München supportet. Aber es ist quasi das letzte Trikot gewesen, was ich in dem Jahre gekauft habe. Da war so ein bisschen Lücke dazwischen und ich habe jetzt wieder angefangen, Bayern-Trikots zu kaufen und das sind jetzt die von den letzten 2 Jahren. Ich zeige es euch aber trotzdem, und zwar das nächste Trikot. Und zwar ist es jetzt aus dem Jahr 2024, 25, also aus dem letzten Jahr. Und so eine kleine Dreier-Kombo, da haben mir wirklich wahrscheinlich auch die Trikots wieder richtig, richtig gut gefallen. Und da habe ich mir gleich 3 Trikots gekauft. Und zwar das Heimtrikot, was ich euch gleich zeigen werde, das Auswärtstrikot und das Wiesentrikot vom letzten Jahr, was richtig, richtig schick war. Und generell eigentlich die Wiesentrikots eigentlich richtig cool. Aber man muss natürlich auch Prioritäten setzen. Vom Preis her, die kosten ja alle jetzt mittlerweile schon 100 Euro. Da gibt es ja noch diese Authentic, die kosten dann 150 Euro, glaube ich. Und man versucht natürlich auch immer so ein bisschen ein Schnäppchen zu jagen am Ende der Saison, so im Mai rum, wenn sie dann nochmal ein bisschen billiger wären. Aber da muss man natürlich auch gucken, dass man, wenn man Bauch auch die richtige Größe bekommt. Und ich brauche sowieso ein bisschen größer als Mann. Und ja, da, wie gesagt, jetzt hier 2024, 25 fand ich auch sehr, sehr toll. Ähm, Auch ein anderes Rot hier mal mit drinne und das Muster fand ich ganz cool und hier auch aufgestickt. Aber ich muss sagen, hier ist es schon ein bisschen besser mit dem Emblem aufgestickt, wenn man mal guckt. So, auch ganz cool mit dem Schwarz. Aber hier, das ist das, was ich vorhin schon meinte, dass manchmal diese Werbedinger, das sieht so ein bisschen, weiß ich nicht, so ein bisschen unprofessioneller. Da kannst du mal ein bisschen näher halten. Seht ihr das, was ich meine? Da sieht man manchmal so dieses was so scheint, sieht so ein bisschen nach Plastik aus, so, keine Ahnung. Auf jeden Fall hier habe ich jetzt aber auch keine Nummer mehr raufmachen lassen. Aus dem Grunde, weil mir so viele Nummern kaputt gegangen sind, habe ich irgendwann gesagt, naja, ich lasse nur noch ganz, ganz wenige. Eins habe ich nämlich noch, für was jetzt gleich rankommt. Und zwar, da ist ja noch ein Spezialdruck mit drauf. Ansonsten hier keine Nummer mit drauf.
Und hier müsste auch schon, genau, die 5 Sterne mit drauf sein für die Meistertitel. Und hier habe ich auch keine Badges drauf. Also hier einfach nur ganz normal und hinten noch das Mir mal ein bisschen anders und hier FC Bayern München mit drauf. Ansonsten das hier quasi das Heimtrikot aus 2024-25 und wir kommen jetzt zum Auswärtstrikot. Ja, und das Auswärtstrikot sah im letzten Jahr so aus, das kennt ihr ja auch bestimmt alles, ist ja wie gesagt jetzt noch nicht so weit entfernt wie jetzt die anderen Trikots, die wir vorhin hatten. Fand ich eigentlich ganz cool, weil das Muster hier relativ cool ist und ja, blau ist ja so ein bisschen verpönt bei Bayern, aber ich finde, das hatte eigentlich was ganz Cooles, so dieses Muster und dieses Rot dazwischen. Das ist ja auch nicht das richtige Rot von Bayern, das ist auch so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, wie sie es genannt haben, aber so ein bisschen, weiß nicht, Neonrot oder was auch immer. Aber es sind mal was Sachen, dass man mal ein bisschen was anderes hat, ne? Klar, man will immer so ein bisschen dieses Rot, was Bayern München ausmacht und man will gar nicht viel Schnickschnack drum haben, aber ja, ich fand es eigentlich ganz cool, das Auswärtstrikot vom letzten Jahr auch hier wieder Mir Samir mit reingemacht und ja, ist wie gesagt noch nicht so alt. Ihr werdet es wahrscheinlich auch alle haben. Hier habe ich auch keine Badges drauf. Und dann kommen wir gleich zum Wiesentrikot. Genau, und wir kommen zum Wiesentrikot vom letzten Jahr. Das ist es. Die Vorderseite, die Rückseite. Und ja, es ist ein Grau und hier auch nicht ganz weiß. Das ist so ein bisschen auch eingefärbtes Weiß an den Linien. Das sieht jetzt so weiß aus, aber es ist vielleicht ein bisschen cremefarbig. Und hier das T wenigstens ein bisschen besser bedruckt. Und hier haben wir aber ein richtig schönes Emblem. Kann man das sehen? So ist es wahrscheinlich besser, war. Bayern München aber richtig schön eingestickt hier. Das ist gute Arbeit. Kann man noch mal so gucken. Und auch hier wieder, stimmt gar nicht. Ich habe gerade gedacht, wir haben auch wieder hier das Mir Samir, aber manchmal ist es auch so ein bisschen versteckt. Aber hier nicht. Hier nicht. Aber ja, mal ein graues T-Shirt und ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Die Musterung, ne? Hat mir eigentlich auch sehr gut gefallen. Also da vom letzten Jahr 2024, 25 das Wiesentrikot. Kann man auch mal überall so anziehen. Und ist auch nicht so ganz auffällig als Trikot, finde ich. So, kommen wir zu den Trikots, den letzten Trikots von diesem Jahr. So, auch da wieder eine Dreier-Kombo. Heim-Trikot, Auswärtstrikot und diesmal das Champions League-Trikot. Das Heimtrikot, ja, werdet ihr alle kennen. Habe ich mir gekauft, weil ich das ganz cool fand mit dem Rot und dem Weiß. Ehrlich gesagt, ja, ich fand dieses Muster eigentlich gar nicht mal so schlecht. Es gibt schlechtere Trikots, aber auch hier das Badge mit drauf und zwar von dem Club-Weltmeisterschaft 25 in der USA. Wissen wir alle, gegen Paris ausgeschieden. Ansonsten ein ganz gutes, solides Turnier gespielt. Und hier auf der anderen Seite von dem Partner Allianz mit drauf. Und ich habe gesehen, auch irgendwie ganz lustig, ich muss mal richtig ranhalten, das sind kleine QR-Codes, wenn man mal so richtig ranhält. Ich hoffe, ihr seht das. Ne? Wie kleine QR-Codes darauf gemacht. Müssen wir mal ausprobieren, ob das passt, ob der Code funktioniert. Aber ich denke mal schon, dass man da auf die Seite von der Allianz kommt. Eigentlich ganz gut gemacht, finde ich. Also hier auch wieder das Adidas-Zeichen eingestickt. So, da. Und das T ein bisschen besser gemacht als die anderen Trikots davor. Ist ein bisschen besser rangemacht und Bayern München Badge ganz normal. Hinten keine Nummer drauf, wie gesagt. Da habe ich dann drauf verzichtet. Und zumindest bei dem FC Bayern München Mir Samir. Das ist das Heimtrikot. Dann haben wir noch das Champions League Trikot von diesem Jahr. Das ist irgendwie so mein Lieblingsding. Mit dem mache ich auch gerne meine Aufnahmen hier. Das Dunkle. Auch da so ein bisschen Muster mit drauf. Wenn man es so ein bisschen gegen das Licht hält, seht ihr es wahrscheinlich. Und hier auch so ein bisschen Wiesenstyle, finde ich auch. Das mit dem Grün mit drinne und mit dem Rot, wenn man das hier so sieht. Ne? Und da auch hier mit dem Spruch From the South, from the Heart. Auch bei Bayern neu mit reingemacht. So, machen wir mal so. Da, from the South, from the Heart.
Und hier haben wir auch nochmal das Allianz-Badge mit drauf, was wie gesagt auch da den QR-Code mit drin hat. Champions League-Dinger habe ich auch, glaube ich, verzichtet dieses Jahr. Und hier natürlich auch noch, habe ich auch gar nicht gezeigt, ohne Sterne und hier aber das alte Emblem vom FC Bayern München, was ich auch generell richtig cool fand. Natürlich das neue auch super, aber das alte halt irgendwie noch so ein bisschen Stil und finde ich gut, dass Bayern da so eine Trikots mal raushaut. Und wie gesagt, hier das Champions League Trikot, hinten steht nichts mit drauf. Vermisse ich noch so ein bisschen das Mir Samir. Haben sie das hier gar nicht mit rein? Nee, haben sie ja das andere mit reingeschrieben. Und ja, das ist so ein bisschen, wie gesagt, so mein Lieblingstrikot. Davon habe ich auch eine Mütze und Cappy. Und damit mache ich auch gerne meine Aufnahmen. Und ja, kommen wir zum letzten Trikot. Und denke mal, das ist auch so das Speziellste, weil ich mir das geholt habe. Zum Abschied natürlich von Thomas Müller, auch hinten mit einer extra Beflockung drauf. Und die ist auch sehr, sehr hochwertig. Da muss ich wirklich aufpassen, dass das nicht kaputt geht. Und das ist so mein Top-Trikot. Und gehen wir rein ins letzte Trikot. Ja, gerade eben schon angesprochen, das letzte Trikot. Und zwar natürlich dieses tolle Trikot hier. Und dann zu Ehren von Mr. Nummer 25, Thomas Müller, auch ein schönes Beflockung drauf, das ist also eine extra Beflockung, 25 zu Ehren von Thomas Müller, der ja seit dieser Saison nicht mehr bei Bayern München spielt. Und hier auch noch extra Badge mit drauf, Bundesliga, deutscher Fußballmeister 24, 25 vom letzten Jahr. Und hier wieder dies Allianz Dingsbums. Und ja, das habe ich mir auch gekauft. Erstens mal, weil ich die Farben eigentlich ganz cool fand. Ich gehe mal ein bisschen zurück und das Muster ganz cool fand. Mal was ganz, 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 ganz anderes. Auch so ein bisschen Neonrot wieder mit drin gewesen, ein bisschen ins Orangene schon fast. Die Qualität fand ich sehr, sehr toll irgendwie. Und mal ein bisschen anders. Hier auch so ein goldenes Authentic-Lizenzprodukt von Adidas. Kann auch ein bisschen rumkommen hier nochmal zu zeigen. Und auch so ein durchgängiges Naht, die hier dieses Neon-Orange oder was das sein soll. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, was das für eine Farbe ist, weil es ja nicht wirklich richtig passend für Bayern München ist. Aber ich habe mir gedacht, es ist mal was anderes und es sieht irgendwie ganz cool aus. Ein bisschen futuristisch, sage ich jetzt mal. Und dann halt, wie gesagt, diese Sonderstück. Man sieht ja auch, es ist fast so neonartig, wenn man das so reinhält. Und ja, Thomas Müller, ein ewigen Andenken quasi. Und es ist vielleicht jetzt nicht unbedingt das Höherwertigste, wenn man so jetzt diese Badges oder diese Dinger hier am Rand sieht. So, das ist auch ein bisschen, manchmal fühlt sich so ein bisschen Plastik an und ist nicht ganz so wie die anderen Trikots, die ich jetzt hier im Hintergrund habe. Wenn man sieht, ich habe sie jetzt alle mal hier raufgepackt. Und ja, ich kann sie gleich nochmal in Nahaufnahme zeigen. Aber wie gesagt, mein Lieblingstrikot, so würde ich sagen, ist momentan das hier und das Champions League-Trikot, was ich euch gerade eben gezeigt habe. Und ja, ich würde euch gerne mal oder würde gerne mal von euch wissen, was ist jetzt euer Trikot, was ich gezeigt habe? Was wäre euer Trikot, was ihr gerne haben würdet wollen in eurer Kollektion oder in eurer Sammlung? Und was ist euer Top-Favorit? Lasst einfach mal einen Daumen hoch und schreibt es mir in die Kommentare. Achso, ich habe noch was vergessen. Und zwar sind das die Trainingsshirts, die ich mir auch mal zugelegt habe. Und davon habe ich wirklich ordentlich, davon habe ich, glaube ich, 25 oder sowas. Und zwar sowas hier. Und zwar sind es die Trainingsshirts, womit die Spieler quasi trainieren. Die kann man sich auch zulegen. Und Teamline heißt, glaube ich, manchmal ja, so eine Linie von Bayern. Und da kannst du auch hier, ich glaube, das ist, glaube ich, das aus der Champions League oder sowas. Ich glaube, vom letzten Jahr oder vom vorletzten Jahr. Und ziehe ich auch gerne an, wenn ich selber Sport mache oder selber zum Training gehe. Und auch mal im Sommer, weil die Qualität ist richtig, richtig cool. Ist halt auch Adidas. Also nicht, dass ich jetzt hier Werbung mache für Adidas, aber Bayern hat nun mal halt den Sponsor Adidas. Und das ist hier quasi so ein. Und ich finde aber die Qualität cool, weil das wirklich eine, ja, kann man ruhig sagen, es ist eine gute Qualität. Die kosten auch nicht umsonst auch einen Haufen mal Geld. Aber wenn man da mal so ein Schnäppchen machen möchte, da im Store kann man auch ganz schnell mal ja, ein bisschen weniger bezahlen, wenn man da schnell ist. Und hier habe ich noch eins, das ist so ein bisschen, ähm,
ja, was ganz anderes. Das ist, wie gesagt, auch so ein Trainingsding. Ist sogar Langarm. Ich habe es einmal in kurz und einmal in Langarm. Und man hat hier auch sogar noch fürs Winter halt so eine Schlaufe, da wo man halt die Hände mit reinmachen kann. Und damit, wie gesagt, trainieren auch die Spieler. Und hat eigentlich ein cooles Muster. Ne? Also das kann man ja auch mal so tragen. Ich mache mal ein bisschen so hin in die Kamera. Und komm mal ein bisschen näher. Hier auch das Badge reingestickt von Bayern. Das Logo, meine ich. Und hinten ist natürlich genau das Gleiche. Also da relativ cool. Ich habe jetzt noch, wie gesagt, 1000 andere im Schrank und auch dieses hier, ein bisschen anderes Muster. Und ja, also das sind mal andere Sachen. Und wollte ich auch noch mal zeigen, dass man da nicht immer nur Trikots kaufen muss, rein theoretisch, wenn man sowas sammelt, sondern auch die Trainingstrikots sind mittlerweile ein guter Schlager im Verkauf bei den Bayern. Und mir gefällt es auch super, weil die haben so einen schönen, gerade im Sommer sind die top. Und auch wenn man mal zu Hause ein bisschen rumlümmelt oder sonst irgendwas oder diese Videos macht, sind die top. Also hier nochmal einmal den hier und einmal den hier, das wollte ich jetzt mal raussuchen, das waren jetzt meine zwei Favoriten. Ansonsten, wie gesagt, in welche Richtung gehe ich? So rum. In meine Schmuckstücke hier hinten, da sieht man nochmal alle Trikots auf einen Blick. Das ist meine Trikotsammlung. Und ich bedanke mich jetzt noch das letzte Mal, dass ihr dieses Video geschaut habt. Und lasst einen Daumen hoch. Und wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dann. Ciao.